Kugelerde widerlegt durch Mathematik, Physik und Experimente. Die Themenübersicht. Erst einmal ein kleines Vorwort, dann eine Erklärung zum Flache-Erde-Modell, weil viele Menschen noch gar keine Ahnung haben, wie dieses Modell überhaupt aussieht. Dann der siderische Tag, Gravitation, die Erdrotation schauen wir uns an. Natürlich das Thema zum Horizont, das Thema Mond, Reise durchs Vakuum und dann zum Schluss noch einmal die Raumzeit. Ja, du glaubst, du bist ein Affe, der nach einem Weltraumfurz auf einer Murmel sein Unwesen treibt, sich mit 1670 km/h um sich selbst dreht, dazu um die Sonne kreist und mit 800.000 km/h durch die Milchstraße fliegt und dass es dabei nie zu Problemen kommt, obwohl sich angeblich unterschiedlichste Gravitationskräfte gegenseitig beeinflussen und das, obwohl die Erdachse dazu noch schlackert, obwohl die Sternbilder sich nicht ändern, mit einer offenen Atmosphäre, die an ein Vakuum grenzt. Du glaubst einer Institution, die mit Alufolie auf dem Mond gelandet ist, diese hochentwickelte Technik leider verloren hat und dabei noch den Kameramann auf dem Mond zurückgelassen hat. Während man mittlerweile weiß, dass die NASA alles mit CGI und deren Lives aus dem Weltall mit Greenscreen in Szene gesetzt hat. Hat eine so wohlhabende Institution es nötig, wo sie doch einfach nur auf den Auslöser einer Kamera drücken müsste? Das Problem ist, dass du glaubst und nicht weißt und bisher auch nicht hinterfragt hast, ob dein blinder Glaube in die Veröffentlichung deiner Autoritäten angebracht war. Du bist herzlich eingeladen zu diskutieren, wenn du die im Video gezeigten Argumente mit Logik, Mathematik, Physik oder durch Experimente widerlegen kannst oder Fehler findest. Wenn du in den Kommentaren nur die Taube spielen willst, die alle Spielsteine umschmeißt und auf das Spielfeld kackt, dann findest du oben rechts in deinem Browser ein X, auf das du jetzt klicken darfst. Solltest du zu einem späteren Zeitpunkt gewillt sein, dich auf erwachsene Weise diesem Diskurs zu öffnen, bist du jederzeit wieder herzlich eingeladen. Menschen, die sich hier wie Tauben in den Kommentaren aufführen, werden natürlich entsprechend aus dem Diskurs ausgeschlossen. Dafür ist mir meine Energie schlichtweg zu schade. Das Flache-Erde-Modell. Ja, viele sind mit dem heliozentrischen Weltbild vertraut, aber nicht damit, wie denn überhaupt die flache Erde ausschaut. Auf der linken Seite sehen wir von um 1800 Gleason's New Standard Map of the World. Tatsächlich hat man auch bis Anfang des 20. Jahrhunderts noch daran geglaubt, dass die Erde flach ist, hat hier entsprechende Karten angefertigt und im deutschen Sprachgebrauch finden wir auch noch die Bezeichnung für die innere Bahn im Sommer und die äußere Bahn im Winter, die Sommersonnenwende zum 21.06. und die Wintersonnenwende zum 21.12. Das heißt, die Sonne hat tatsächlich einen größeren und eine kleinere Umlaufbahn über der flachen Erde und dazwischen ist der Mond auf einer Laufbahn. Ja, am 25.12. wurde deshalb auch Sol Invictus gefeiert, heutzutage eher bekannt als Christi Geburt. Und 3 Tage zwischen der Wintersonnenwende und Sol Invictus, ja, die 3 Tage Auferstehung Christi Geburt. Oben rechts sehen wir hier noch einmal die Prager Uhr, die ja jetzt mittlerweile auch schon verstümmelt und abgeändert wird, leider. Im Flache-Erde-Modell geht man davon aus, dass es keine Gravitationskräfte gibt, sondern eine Schwerkraft, die alles nach Dichte sortiert. Im Modell der flachen Erde sind Schwerkraft und Auftriebskraft sozusagen eine Kraft, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Dinge werden hier nicht nach Masse angezogen, sondern sortieren sich nach Dichte. Es gibt bestimmte Experimente, die belegbare Effekte für Anziehung und Abstoßung durchaus dokumentieren. Statik und Magnetismus. Es gibt akustisch die Möglichkeit, Dinge schweben zu lassen. Also da gibt es ganz interessante Effekte.
Aber wir widmen uns jetzt erst einmal dem Kugelmodell. Mir geht es hier gar nicht so sehr darum, das flache Erde-Modell zu beweisen, sondern mir geht es hier tatsächlich in erster Linie darum, das, was man uns über die Kugelerde erzählt, zu widerlegen. Ja, das ist jetzt kein Beweisvideo für die flache Erde, sondern erstmal ein Widerlegungsvideo der Kugelerde. Der siderische Tag. Der siderische Tag, falls jemand gar nicht weiß, was das sein soll, wusste ich am Anfang auch nicht bis zu meinem ersten Video, wo mich da Leute darauf aufmerksam gemacht haben, und das Thema habe ich mir dann entsprechend einmal angeschaut. Jetzt ist es ja so, der Erdumfang am Äquator beträgt 40.080 Kilometer, hochoffiziell aus der Wissenschaft, ja, die Rotationsgeschwindigkeit der Erde um sich selbst am Äquator 1670 km/h. Und wenn wir das Ganze einmal aufdröseln, 40.080 Kilometer geteilt durch 1670 km/h, dann kommen tatsächlich 24 Stunden dabei rum. Das geht einmal auf. Allerdings nehmen wir die offiziellen Zahlen von der NASA und aus der offiziellen Wissenschaft, so müsste die Sommerseite im Winter auf der Nachtseite sich befinden. Das Ergebnis: um 12 Uhr mittags wäre es dunkel und um Mitternacht wäre es hell. Also alle halbe Jahre würden wir quasi bemerken, dass die mit dem orangen Pfeil markierte Seite immer wieder, ja, sich nicht zur Sonne neigt. Und genau das soll eigentlich dieser siderische Tag machen. Und das geht logisch und mathematisch nicht auf. Wir hätten halt einen Tag- und Nachtwechsel alle halbe Jahr. Ist ja klar, wenn die Erde sich immer nur um sich selber dreht, komplett einmal am Äquator, 24 Stunden, dann sieht es nach einem Vierteljahr oben wie im Herbst so aus, dass der orange Pfeil halt ins Nichts zeigt, ja, und die Winterseite sozusagen, der orangene Pfeil, dann von der Sonne abgeneigt ist. Das ist genau das Gegenteil von dem, was dieser siderische Tag machen soll, denn da heißt es laut Wissenschaft immer, die Erde würde sich immer wieder zur Sonne ausrichten. Damit das aber passieren kann, muss sie über ihren eigenen Umfang hinaus, das ist jetzt ja, habe ich das oben rechts einmal dargestellt, ja, also links sehen wir mit dem Pfeil, das ist dann immer die Seite, die dann wieder zugewandt ist, und da sehen wir, wir brauchen diese Strecke x zusätzlich. Ja, wie kriegen wir die raus? Wir wissen, Kreis hat 360 Grad, ein Jahr hat 365,25 Tage. Die Erde bewegt sich jeden Tag um 0,9856 Grad auf der Kreisbahn um die Sonne. Dann gucken wir uns mal an, wie ist denn das mit der Erde? Da kommen wir, 1 Grad von der Erde sind 111,33 Kilometer. Und von diesen 111,33 Kilometern müssten wir dann entsprechend, da wir nicht ein komplettes Grad um die Sonne zurücksetzen, müssten wir hier 109,73 Kilometer zusätzliche Strecke um den Erdumfang zusätzlich zurücklegen, damit wir diesen siderischen Tag bekommen. Ja, das habe ich dann einmal hier so ein bisschen ausgerechnet. Ja, sehen wir auf der linken Seite die 40.080 Kilometer, immer mit den 109,73 Kilometern obendrauf gerechnet, bis wir dann bei 43.409 rauskommen. Das habe ich dann einfach immer wieder vom Vortag abgezogen und geteilt durch 24 Stunden. Und dann bekommen wir daraus eine Geschwindigkeitsdifferenz von 4,625 km/h. Das heißt, wir sehen hier, das habe ich dann nochmal als Gegenprüfung auf der rechten Seite gemacht, habe da allerdings vergessen, da habe ich jetzt mit dem ganzen Grad gerechnet, da hätte ich nochmal 0,98, mit dem Faktor 0,98 nochmal mitrechnen müssen. Deswegen ist es jetzt hier mal ein Vielfaches von 111, wie es hier auf der Vorseite die 111,33 Kilometer, das 1 Grad Erdumfang. Habe ich hier jetzt an der Stelle vergessen. Ist aber nicht so wild, man sieht ja sehr schön diese Vielfachen von 111 statt 109,73. Ja, also unsere Rechnung ergibt, dass die Erde sich um 4,625 km/h schneller drehen müsste, um die Strecke von 109,73 Kilometern pro Tag zu schaffen. Also theoretisch kann man ganz klar sagen, ein siderischer Tag ist möglich,
Aber die offiziellen Zahlen spiegeln das nicht wider. Es handelt sich nicht um einen einfachen Fehler, sondern um einen Fehler, der so schwerwiegend ist, dass man eine Verschiebung des Tag-Nacht-Zyklus im Laufe eines Jahres erleben würde. Solche Fehler dürften der Wissenschaft nicht passieren. Also die Rotationsgeschwindigkeit müsste hier ganz klar mit 1674,625 km/h angegeben werden. Das ist so fatal, dass das nicht mal für die Realschule ausreichen würde, um damit zu rechnen, schon gar nicht im Abitur und noch weniger, wenn man damit zum Mond fliegen will. Der siderische Tag ist somit zumindest von den Zahlen her widerlegt. Das theoretische Modell funktioniert, aber nicht mit den aus der Wissenschaft benannten Zahlen. Dann haben wir das Thema Gravitation. Das ist ja auch so ein heikles Thema. Und ist Gravitation denn überhaupt bewiesen? Und Gravitation ist in erster Linie eine Theorie, die auf Isaac Newton im 17. Jahrhundert zurückgeht und durch Albert Einsteins Theorie zur Raumzeit erweitert wird. Es gibt nur ein einziges Experiment von 1798, das ist das Cavendish-Experiment, das sich anmaßt, Gravitation beweisen zu können. In der Realität haben wir nur einen Ortsfaktor g, der übrigens auch keine Konstante darstellt, sondern im Mittel mit 9,81 Metern pro Sekunde zum Quadrat als Beschleunigungskraft angegeben wird. Ja, der Ortsfaktor ist durch Fallexperimente nachweisbar und die Nachweisbarkeit des Ortsfaktors ist kein Beweis für Gravitation. Das ist erstmal etwas, was wir nachweisen können durch Fallexperimente, diesen Ortsfaktor. Aber der Ortsfaktor ist nicht gleich Gravitation. Dass wir Dinge fallen sehen im Alltag, das ist für jeden beobachtbar. Ja, dann dachte ich mir, schaue ich mal mir dieses Cavendish-Experiment an. Das ist ja nun auch schon über 200 Jahre alt. Das einzige Versuchsexperiment, das Gravitation beweisen soll. Und da sehen wir auf der linken Seite, da sind außen 2 Bleikugeln, die dann quasi die Anziehung ermöglichen sollen. Und dann haben wir 2 kleinere Gewichte in dieser beigen Mechanik, die miteinander verbunden sind an einem Spiegel. Und dieser Spiegel ist an einem Torsionsfaden angebracht innerhalb dieser Stange und hängt da. Und jetzt soll eigentlich das so sein, dass diese kleineren Gewichte von diesen größeren Bleikugeln angezogen werden, was natürlich schon mal ziemlich naiv ist, da wir uns hier natürlich auch in einer horizontalen und nicht in einer vertikalen befinden, was das Ganze nochmal schwieriger macht, da ja auch die, ich sag jetzt mal, echte Gravitation natürlich sich auch auf dieses Experiment auswirkt. Also es ist unglaublich naiv anzunehmen, dass das funktionieren kann. Wie wird das Ganze gemessen? Wir sehen da hinten einen grünen Laser, der wird auf diesen Spiegel geworfen, vom Spiegel reflektiert an eine Wand und an der Wand kann man dann beobachten, dass sich der Laser bewegt, was dann so erklärt wird, dass dafür die Gravitation, also die Anziehung dieser beiden Massen auf die 2 kleineren Massen verantwortlich ist. Genau, das ist das Experiment. So, das Problem beim Experiment ist, dass das Ganze einen Laser bzw. eine Lichtquelle benutzt, die auf einen Spiegel gerichtet wird. Jetzt haben wir in 200 Jahren ja doch in der Physik ein bisschen neue Erkenntnisse erlangt. Und da wissen wir bei Photonen zwar, dass sie keine Masse besitzen, aber sie besitzen einen Impuls. Und da gibt es auch einen Impulserhaltungssatz, P gleich E durch C, also Energie durch Lichtgeschwindigkeit. Wenn ein Photon reflektiert wird, ändert sich sein Impuls. Nach dem Impulserhaltungssatz muss der Spiegel den Gegenimpuls bekommen. Dabei gilt, dass Reflexion mehr Impuls erzeugt als Absorption. Das erzeugt Schubkraft und einen Drehimpuls, gegebenenfalls sogar eine langsame Erwärmung des Spiegels, gerade wenn man mit einem Laser arbeitet. Die Vermutung ist hier stark, dass der Laser selbst die Drehung erzeugt durch Impuls und/oder Wärme. Gerade durch den Impuls. Das ist absolut physikalisch erklärbar. Das heißt, das, was man da messen kann, kommt sehr wahrscheinlich durch den Lichtimpuls.
Ja, die Anziehung ist optisch nicht wahrnehmbar. Deswegen braucht man nämlich die Lichtquelle und Spiegel, um die angebliche Anziehung überhaupt messen zu können. Das heißt, das ist gleich ein doppeltes Problem. Wir brauchen den Laser, um das messen zu können, haben aber gleichzeitig den Lichtimpuls. Jetzt habe ich Experimentier so eine Experimentierwaage hier nicht. Da wäre mal ganz interessant, ob das Ganze auch messbar ist, wenn man die Bleikugeln aus diesem Experiment entfernt, also nur diese 2 kleinen, Gewichte an diesem Spiegel und den Spiegel mit einem Laser beschießt. Sehr wahrscheinlich ist es dann so, dass man trotzdem eine Veränderung bemerken kann durch den Impuls, durch den Drehimpuls der Photonen. Die Annahme, dass 2 Bleikugeln genug Anziehungskraft besitzen, um einen messbaren Effekt zu erzeugen, ist im Vergleich zur Größe von Planeten, ja, naiv. Es fehlt übrigens auch die Logik hinter Gravitation. Hinter allen Prinzipien, egal ob Dichte, Magnetismus, Statik und so weiter, gibt es klare Regeln, die eine Logik haben, nachvollziehbar sind und in Experimenten belegbar sind. Warum sollte eine große Masse eine andere anziehen? Also wo ist da überhaupt die Logik, der Mechanismus dahinter? Wir haben einfach nur den Unterschied, dass sie unterschiedlich große Massen sind. Einstein versucht das natürlich dann mit seiner Raumkrümmung zu erklären, aber da kommen wir später noch zu. Ja, Gravitation versus Auftriebskraft. Da sehen wir, Gravitation besagt, dass Massen sich gegenseitig anziehen. Kleine Massen werden stärker von größeren Massen angezogen. Jetzt ist es ja mit der Auftriebskraft so, sie wirkt der Gravitationskraft exakt entgegen. Das ist ein logisches Paradoxon bei existierender Gravitation. Wenn wir jetzt große Wassermassen wie Ozeane annehmen, die kleine Dinge anziehen, wie einen Tischtennisball zum Beispiel, dann fragt man sich schon, wieso versinkt dieser Tischtennisball jetzt nicht einfach ganz langsam? Klar, der hat Widerstand durchs Wasser, aber der müsste ja trotzdem irgendwie langsam ins Wasser eintauchen, bis durch den Druck die Dichte des Wassers so hoch wird, dass er da nicht mehr voranschreitet. Aber die Sachen schweben ja quasi oder ja, treiben auf der Oberfläche von, vom Wasser. Also das ist schon ein bisschen fragwürdig. Also die Existenz der Auftriebskraft meiner Meinung nach widerlegt die Gravitation bereits rein logisch. Dann gibt es einen schönen Sport, den nennt man Ballpop, findet man vielfach im Internet. Wir schauen uns das jetzt einmal auf der linken Seite an. Ja, ein sehr kurzes Video, aber es zeigt uns alles, was wir wissen müssen. Was beobachten wir? Der Ball geht höher als die Absprunghöhe, und das entspricht ja unserer potenziellen Energie. Das sieht man viel im Physikunterricht. Potenzielle Energie sollte eigentlich jedem geläufig sein. Wir sehen, dass der Ball aus dem Wasser beschleunigt und auch das widerspricht dem Prinzip der potenziellen Energie. Ja, der Ball beschleunigt über das Maß seiner potenziellen Energie hinaus, entgegen der Schwerkraft übrigens, als würde diese gar nicht existieren. Was ist Auftriebskraft? Ein Objekt erhält Auftriebskraft, wenn dessen Gesamtdichte verteilt auf sein Volumen niedriger ist als das Medium, in dem es sich befindet. Die Formel dafür kennt man, m ist gleich p mal v, Dichte mal Volumen entspricht der Masse. Also die Masse des Objekts muss insgesamt kleiner sein als die Masse des Mediums, in dem es sich befindet. Dann erhält es Auftriebskraft. Und da sehen wir auch ganz klar, würde hier eine Kraft einschreiten, wie eine Gravitationskraft, dann würde das nicht funktionieren. Also Auftriebskraft widerlegt Gravitation. Das gilt übrigens nicht nur im Wasser, also Flüssigkeiten, sondern auch im Aggregatzustand Gas. Das sehen wir am Heliumballon. Helium ist leichter als die Umgebungsluft, steigt auf, interessiert sich kein bisschen für Gravitation. Heißluftballon, ja, Wärme dehnt sich aus, ist ein ähnliches Prinzip, wenn auch anders als bei Helium. Das ist ja physisch als chemisch. Wir beobachten, dass eine angebliche Gravitation für die Auftriebskraft keine Rolle spielt. Es reicht das Verhältnis der Massen zwischen Objekt und Medium.
Ja, warum verstecken Sie die echte Formel? Da habe ich auch ein Video von einem klugen Köpfchen hier bei TikTok gefunden, das spiele ich auch noch mal ab. So, nachdem ich gezeigt habe in den 5 Videos, dass die Erde flach ist und kein Globus mit offener Atmosphäre und direktem Kontakt zum Vakuum des Alls, möchte ich jetzt noch zeigen, dass es auch keine Gravitation gibt, sondern Dinge fallen, steigen auf oder schweben aufgrund unterschiedlicher Dichten. Es geht um Dichtegradienten. Den versuchen Sie zu verstecken. Deswegen geben Sie uns die Formel zur Berechnung der Fallgeschwindigkeit. V ist gleich Wurzel aus 2 mal G mal H. Das ist die einzige Formel, die wir haben. Die funktioniert bisher nur im Vakuum. Ja, G ist der Ortsfaktor, 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat. H ist die Höhe, aus der du etwas fallen lässt. V ist die Geschwindigkeit, die der Gegenstand dann hat, nachdem er diese Höhe überwunden hat. Du siehst, hier ist es egal, ob ich einen Bleiklumpen oder eine Gänsefeder fallen lasse. Beides wird gleich schnell fallen. Das ist auch der Fall, aber gilt nur im Vakuum. Sobald du eine Gänsefeder hier bei uns in der Umgebungsluft fallen lässt, wird sie sehr viel langsamer fallen als ein Bleiklumpen. Die Formel kann es nicht beschreiben. Deswegen habe ich sie erweitert mit dem Dichtegradienten, und zwar 1 minus Atmosphäre der Umgebung, der äußere Stoff praktisch, und geteilt durch die Dichte des inneren Stoffes, also das, was du fallen lässt. Fangen wir an, Fall 1, Vakuum, ob die Formel das erfüllt. Das heißt, Dichte der Atmosphäre ist gleich 0, Vakuum. Das heißt, der Dichtegradient hier ist 1 minus 0 geteilt durch, jetzt den Stoff, den du fallen lässt, jetzt ist es egal, ob Bleiklumpen oder Gänsefeder. Dieser Quotient hier wird immer 0, 0 geteilt durch, egal was ist 0, 1 minus 0 ist 1. Das heißt, wir haben einmal Wurzel 2 mal G mal H. Das heißt, der Fall des Vakuums ist erfüllt. Die Formel geht auf. Der Dichtegradient löst sich auf im Fall des Vakuums. Jetzt kommen wir zu den Fällen, die diese Formel schon nicht mehr beschreiben kann. Fangen wir an mit dem Schwebezustand, Fall 2. Das heißt, Dichte äußere Medium und Dichte innere Medium sind gleich groß. Zum Beispiel Wasser in Wasser, Luft in Luft. Wenn du die loslässt, ja, wird sie schweben. Wasser in Wasser wird schweben, Luft in Luft wird schweben. Das heißt, dieser Quotient ist hier oben und unten ist gleich. Das heißt, der Quotient wird 1. 1 minus 1 ist 0. 0 mal 2 mal G mal H ist 0. Das heißt, keine Geschwindigkeit, Schwebezustand. Die Formel gibt es her, Schwebezustand erfüllt. Fall 3, jetzt kommen wir Bleiklumpen in unserer Luft. Sagen wir mal, der Bleiklumpen hat eine 1000-fache Dichte von unserer Umgebungsluft. Das heißt, 1 geteilt durch 1000 kommt dann hier rein. Dann haben wir hinten 0,001. 1 minus 0,001 ist 0,999 mal Wurzel aus 2 mal G mal H. Das heißt, die Geschwindigkeit wird fast so groß sein wie im Vakuum. Deswegen sagen sie im Internet, wenn du experimentell den Ortsfaktor bestimmen willst, sollst du einen Bleiklumpen nehmen, einen Körper von möglichst hoher Dichte, damit du den bestimmen kannst. Da merkst du schon, wie sie das verstecken wollen, dass es nicht korrekt ist, weil warum kannst du keine Gänsefeder nehmen, warum fällt die nicht genauso schnell? Es liegt an der Dichte. Die Formel gibt das hierher. Und sie gibt auch die Gänsefeder her, Fall 4. Das heißt, die Gänsefeder ist nur ganz wenig dichter als die Umgebungsluft. Das heißt, 1 geteilt durch 1,001. Das heißt, 1 geteilt durch 1,001 wird 0,999. 1 minus 0,999 ist 0,001 mal Wurzel aus 2 mal G mal H. Das heißt, wir haben nur noch ein Tausendstel der Geschwindigkeit, den eine Feder im Vakuum fallen würde, haben wir jetzt hier in unserer Umgebungsatmosphäre. Das ist auch genau das, was wir beobachten. Das heißt auch, der 4. Fall hier gibt diese Formel her. Ja, du siehst, Dinge fallen, schweben, steigen auf, aufgrund eines unterschiedlichen Dichtegradientens. Massen ziehen sich nicht an, das ist falsch. Sie haben das nur gesagt, damit ihr heliozentrisches Modell funktionieren kann, um letztendlich die flache Erde zu verstecken. Ja, genau, das habe ich hier rechts einfach nochmal in groß quasi nebengeschrieben. Dann gibt's immer die Leute, die sagen, alles nimmt ja Kugelform an und das stimmt so auch nicht. Warum haben wir diese Beobachtung, dass Flüssigkeiten in der Atmosphäre Kugelform annehmen?
Wer schon mal diese witzigen NASA-Videos da gesehen hat, der wird sehen, dass Wasser einfach völlig unförmig da in diesen Videos umherschwabbert, ja. Dass man die Kugelform jetzt hier hat, liegt vor allen Dingen daran, dass eben kein Vakuum vorhanden ist, sondern ein gleichmäßiger Luftdruck und die Oberflächenspannung dazu, die eine Kohäsion bewirkt. Und so erhalten wir dann diese Kugelform. Wenn wir also irgendwas in ein Vakuum schmeißen würden, da ist die NASA dann schon auf dem richtigen Weg, dann würde das nämlich eben nicht so eine perfekte Kugel bilden, weil du gar nicht von außen so einen gleichmäßigen Druck hast. Ja, eine Reise zum Mittelpunkt der Lava. Was ist Lava? Lava besteht zu 40-75% aus Silikatgestein. Silikatgestein macht aber laut Wissenschaft nur etwa 10-15% der Erdmasse aus. Besonderheiten von Silizium: ändert seine Materialeigenschaften bei hohem Druck, wird nämlich bei hohem Druck 10-20% dichter, komprimiert also nochmal ein ganzes Stück, wird vom Halbleiter metallisch und spiegelartig. Jetzt gibt es ein Phänomen, das nennt sich Dekompressionsschmelze. Und auf der linken Seite habe ich das einmal versucht, ein wenig bildhaft zu demonstrieren. Wir sehen, die Atmosphäre hat einen niedrigeren Druck als der Druck, der von unten kommt, was dann beim Vulkan wie ein Ventil wirkt, wo sich das Ganze wieder ausgleichen kann. Jetzt muss man verstehen, wie das Ganze funktioniert, denn Lava wird erst relativ nah an der Oberfläche überhaupt flüssig. Ein Vulkan ist wie ein Ventil. So wie ein Gas unter Druck in einem Behältnis flüssig wird und bei Öffnung des Ventils als Gas entweicht, wechselt Siliziumdioxid bei einem Druckausgleich seinen Aggregatzustand von fest zu flüssig. Dieses Phänomen nennt man Dekompressionsschmelze. Was spielt da alles eine Rolle? Und zwar gelöstes Wasser im Gestein senkt dabei zusätzlich den Schmelzpunkt um bis zu 300 Grad Celsius, während sich die Siliziumanteile wieder versuchen, sich schlagartig um bis zu 20% auszudehnen, was natürlich auch ordentlich Reibung erzeugt, um wieder in den ursprünglichen Halbleiterzustand zu gelangen. Das ist so ähnlich wie bei Salz, das den Schmelzpunkt von Eis reduzieren kann, indem es die Kristallgitter stört. Das heißt, das Ganze hier ist kein Erdmagma, das aus einem Erdkern irgendwie, ja, hochschießt, sondern ein Phänomen, das tatsächlich relativ nah unter der Erdoberfläche stattfindet und sich auch mittlerweile durch Physik und Geologie erklären lässt. Gibt es einen Erdkern? Ja, der angebliche Erdkern aus überwiegend flüssigem Eisen soll durch den Ferromagnetismus des Eisens das Magnetfeld der Erde erklären. Dabei ist festzuhalten, dass noch nie ein Mensch diesen Erdkern gesehen hat, Proben genommen hat oder es sonstige Beweise für die Existenz eines Erdkerns gibt. Das ist so ein bisschen wie die Diskussion mit Geistlichen, die ja immer wieder von der Wissenschaft ins Lächerliche gezogen wird. Also denen, wenn man euch erzählt, es gibt einen Gott, dann heißt es, dann zeigt mir doch mal diesen Gott. Aber wenn man euch erzählt, es gibt einen Erdkern, dann sagt komischerweise keiner, zeigt mir doch mal diesen Erdkern. Sondern heißt es ja, den gibt es, weil Wissenschaft. Ja, früher nannte man das Religion, heute nennt man es scheinbar Wissenschaft. Es ist ein theoretisches Erklärungsmodell, um in Kombination mit Gravitation das Erdmagnetfeld zu erklären. Der Ferromagnetismus, der flüssige Erdkern. Was man wissen muss über Eisen ist nämlich, es verliert seine magnetischen Eigenschaften ab 770 Grad Celsius. Der Erdkern dürfte diese Temperatur nicht übersteigen, hat aber angeblich über 5000 Grad Celsius. Wer auch immer da mit dem Thermometer runtergegangen ist zum Erdkern, müsste das dann bitte noch einmal machen. Wir schauen uns das jetzt hier einmal rechts an.
Ja, das war, denke ich, ein experimenteller Beweis, dass das, was ich hier gerade gesagt habe, auch stimmt. Kann jeder zu Hause im Prinzip, nachmachen. Äh, Nur kleine Kinder bitte nicht mit dem Feuer aufpassen. So, ja, also das wissenschaftliche Dilemma, Geld oder Wahrheit. Nahezu die gesamte moderne Forschung basiert auf den von Albert Einstein und Isaac Newton erdachten Theorien. Das gilt auch für das gesamte heutige heliozentrische Weltbild. Wenn man die Wahrheit erzählen würde, Menschen wären mit einem völlig neuen Weltbild konfrontiert. All die Forschungsgelder und Berufsgruppen wären plötzlich überflüssig. Das ist mittlerweile eine riesige Industrie. Menschen wären sauer wegen den Lügen, der Steuergeldverschwendung, für die sie ja zahlen mussten, dafür, dass Leute diesen Blödsinn da machen. Und Wissenschaft wäre ab morgen nicht mehr glaubwürdig. Und gerade dieser Glaubwürdigkeitsverlust würde natürlich nicht nur in der Physik, sondern in allen Feldern der Wissenschaft einschlagen und ja, die Glaubwürdigkeit so massiv runterziehen, dass man ganz klar sagen kann, dass die Wissenschaft ja auch ein Stück weit gefangen ist. Und wie wir das meistens mit Menschen kennen, dann überwiegt doch irgendwie der Eigennutz gegenüber der Wahrheit. Gravitation können wir somit als widerlegt betrachten. Ja, schauen wir uns Punkt 4, die Erdrotation einmal an. Und die Erdrotation können wir ganz gut widerlegen anhand von Flugzeugen. Warum geht das so gut? Wir sehen hier einmal die Erde in grün. Der orangene Pfeil ist natürlich die Geschwindigkeit am Äquator von 1674,625 km/h. Wir wollen ja im Gegensatz zur Wissenschaft ja auch präziser arbeiten. Wenn wir den Äquator halbieren, also eine ganze Strecke nördlich oder südlich vom Äquator dann entsprechend haben wir immer noch eine Rotationsgeschwindigkeit am äußersten Punkt von 837,33 km/h. Genau. Ja, die Höchstgeschwindigkeit für Passagierflugzeuge beträgt 800 bis 900 km/h. Und da sehen wir schon, dass das Ganze mit der Rotationsgeschwindigkeit der Erdkugel ja im Widerspruch steht. Dann habe ich mal ein Gedankenexperiment gemacht, nämlich ein Flugzeug, das gelbe hier, fliegt entgegen der Erdrotation am Äquator, das blaue fliegt mit der Erdrotation am Äquator. Und dann sehen wir die Startgeschwindigkeit des gelben Flugzeugs. Die Startgeschwindigkeit wird offiziell angegeben mit etwa 300 km/h bis 350 km/h. Ich gehe ja immer so mit den Zahlen, dass es dem aktuellen System sogar nutzt, damit mir keiner unterstellen kann, ich würde hier irgendwie was schön rechnen. Auf diese 350 km/h kommt noch die Rotationsgeschwindigkeit der Erde. Wenn wir uns das vorstellen, das gelbe Flugzeug hebt ab, die Erde unter ihm dreht sich weiter, es kommt zu einer sprunghaften Beschleunigung, weil das gelbe Flugzeug das Bezugssystem Erde verlässt. Das heißt, die Erde unter ihm dreht sich jetzt mit den 1674 km/h, obendrauf die 350. Das heißt, wir haben eine effektive Geschwindigkeit von 2024,625 km/h. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es bis 900 km/h noch beschleunigt, dann kommen wir auf eine Maximalgeschwindigkeit von 2574,625 km/h am Äquator. Das ist alles kein Hexenwerk, das kann man ganz leicht ausrechnen, aber man muss halt nur verstehen, und das sehen wir jetzt beim blauen Flugzeug ganz gut, was es mit diesem Bezugssystem zu tun hat. Das heißt, das blaue Flugzeug macht jetzt genau das Gleiche. Das hat ja die gleiche Geschwindigkeit wie die Erdrotation, 1674 km/h, beschleunigt dann auf der Erde selber noch um 350 km/h, ist jetzt also 350 km/h schneller als die Erdrotationsgeschwindigkeit und hat beim Start entsprechend die gleiche Geschwindigkeit wie das gelbe auch. Das Problem beim blauen Flugzeug ist, dass es zwar durch den Kontakt mit der Erde deren Rotationsgeschwindigkeit erhält, aber durch den Luftwiderstand ab jetzt nur noch an Geschwindigkeit verliert, das mit der Rotationsgeschwindigkeit konkurriert. Es hat ja das Bezugssystem Erde verlassen. Das heißt, wenn beide, sowohl das Flugzeug als auch die Erde, mit 1674 km/h sich drehen, dann
ja, hebt sich das gegenseitig auf. Also es ist null. Da es noch 350 km/h am Boden schneller geflogen ist, hat es jetzt eine effektive Geschwindigkeit von 350 km/h. Und hier sehen wir schon die erste große Diskrepanz, nämlich das gelbe Flugzeug wäre hier deutlich schneller, da es die Erdrotationsgeschwindigkeit obendrauf erhält, während das blaue Flugzeug hier mit der Erdrotationsgeschwindigkeit konkurriert. Ja, dann habe ich mal geschaut, wie sieht denn das überhaupt aus für so eine Erdumrundung am Äquator? Auch alles kein Hexenwerk und da sehen wir, das gelbe Flugzeug bräuchte so knapp 15 bis 20 Stunden für eine Erdumrundung. Das blaue Flugzeug hingegen braucht für eine Erdumrundung zwischen 44,5 und 114 Stunden, also mehr als das Doppelte. Ja, dementsprechend wäre das Ganze wirtschaftlich nicht attraktiv, würde man mit der Erdrotation fliegen. Die Berechnungen gelten hier übrigens auch nur unter der Prämisse, dass das Flugzeug seine Geschwindigkeit aufs Maximum erhöhen kann oder aber zumindest ohne Verlust erhalten kann, was logisch natürlich ausgeschlossen ist. Es ist nämlich ausgeschlossen, dass der Luftwiderstand mit 0 angenommen werden kann. Das verrät uns ja auch die Aerodynamik im Luftverkehr. Das blaue Flugzeug würde an Geschwindigkeit verlieren. Die Kraft durch Luftwiderstand, Drag, da gibt es auch eine Formel. Wer Lust hat, kann sich das einmal alles ausrechnen. Ich musste da so ein bisschen in Foren für Luftfahrt ein wenig recherchieren. Dabei kamen diese Werte so grob raus im Mittel. Auch wieder alles dem heliozentrischen Weltbild zur Güte. Und wenn man das Ganze ernst meint und durchrechnet, dann kommt man da drauf, dass das blaue Flugzeug mit etwa 18 km/h Geschwindigkeitsverlust rechnen müsste. Warum verliert jetzt das blaue Flugzeug an Geschwindigkeit und das gelbe nicht? Es ist ganz einfach, die Erde und das blaue Flugzeug, ja, bewegen sich in die gleiche Richtung. Und die Erdrotationsgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit vom Flugzeug negieren sich. Das heißt, das blaue Flugzeug schafft maximal eine Geschwindigkeit von 900 km/h. Die Erdrotation beträgt aber 1674,625 km/h. Konstant. Die Erde hat keinen Luftwiderstand, der die Erde ausbremst, das blaue Flugzeug hingegen schon. Das heißt, im Verhältnis zur Erde muss jetzt dieses blaue Flugzeug zwangsläufig an Geschwindigkeit im Verhältnis zur Erde verlieren. Und wenn man das sich so hinrechnet, wäre das bereits nach 50 Minuten der Fall, dass das blaue Flugzeug bei Höchstgeschwindigkeit von 900 km/h nach 50 Minuten etwa gleich schnell wäre wie die Erde unter ihm und dann beobachten könnte, wie die Erde sich quasi rückwärts dreht. Also das Flugzeug würde von einem Menschen, der auf der Erde steht, perspektivisch rückwärts fliegen. Die Landung. Ja, entgegen der Rotation hat es nur einen Versuch, da es sich bei einem Wendemanöver auf 0 km/h in Richtung Rotation reduzieren würde. Das würde nie wieder die Erdrotation einholen. Wendemanöver über einem Flughafen, über einer Landebahn wären absolut faktisch unmöglich. Das geht nicht. Also man kann hier wirklich sagen, Flugzeuge widerlegen so hervorragend diese Mehr von der Erdrotation. Ja. Mittig sehen wir einen 90-Grad-Anflug zum Äquator und wir gehen jetzt natürlich immer davon aus, dass das Ganze am Äquator stattfindet. Und hier können wir natürlich die 1674,625 durch 3,6 teilen, dann erhalten wir die 463 Meter pro Sekunde. Das heißt, man kann sich jetzt vorstellen, dieses Flugzeug fliegt auf die Landebahn zu
Und diese Landebahn sagt sich einfach, okay, ich düse jetzt mit fast 500 Metern pro Sekunde nach rechts. Tschüssikowski will sehen, wie das ein Pilot schafft, auf einer Landebahn zu landen, die sich jede Sekunde um fast 500 Meter verlagert. Völlig ausgeschlossen. Absolut ausgeschlossen. Mit der Rotationsrichtung könnte man dann noch das Problem haben, dass sich die Landebahn vom Flugzeug entfernt, wenn dieses bereits zu langsam unterwegs ist. Und wir sehen ganz klar, in unserem Alltag können wir nichts hiervon beobachten. Somit können wir ganz klar sagen, die Erdrotation findet nicht statt. Dann schauen wir uns einmal an das Thema Horizont. Und da spielt insbesondere Perspektive eine Rolle und die wichtigste Regel. Wir gucken ja sonst immer bei diesem Thema Horizont so, in die Horizontale, weniger in die Vertikale. Deswegen habe ich hier mal ein Bild aus der Vertikalen, dass man hier auch ganz klar sieht, dass das ein Phänomen ist, das auch in der Vertikalen stattfindet. Je weiter wir uns von einem Objekt entfernen oder ein Objekt sich von uns entfernt, umso kleiner wird es. Das gilt sowohl horizontal als auch vertikal. Und da ist der Winkel entscheidend. Je weiter ein Objekt weg ist, hier der linke Baum mit 200 Metern, der rechte Baum mit 50 Metern, und da können wir sehen, das Bild fällt oder die Lichtstrahlen fallen in einem viel kleineren, viel steileren Winkel auf unsere Linse im Auge, hier blau, und dann natürlich auch im gleichen Winkel, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, fallen die natürlich dann auch entsprechend in einem kleineren Winkel auf unsere Netzhaut und werden dort vom Gehirn kleiner wahrgenommen. Das ist das ganze Prinzip, warum uns Dinge kleiner oder größer vorkommen. Die Höhe spielt hier keine Rolle, wobei man klar sagen muss, je höher man geht, hat man nochmal eine zusätzliche kleine Distanz. Kann man dann nach dem Satz des Pythagoras ausrechnen. Die Hypotenuse, schafft nochmal ein bisschen zusätzliche Strecke dazu, also würde man dann noch ein bisschen Verkleinerung nachher schaffen. Dichte in Bezug auf Sichtweite, und dann nehmen wir einfach mal als Beispiel eine Wand. Wir können nicht durch eine Wand hindurchschauen. Durch dichten Nebel oder Wolken können wir auch nicht hindurchschauen, aber durch klare Luft ermöglicht begrenzte Sichtweite. Hier kann man jetzt natürlich noch argumentieren mit Glas. Man kann auch durch Glas durchschauen. Das hat allerdings mit der Struktur von Glas zu tun und weniger mit der Dichte. Miestreuung und Absorption. Befinden sich zu viele Schwebepartikel in der Luft wie Wasser oder Staub, vermindert sich die Sicht. Wir haben keine absolute Sichtweite, also keine optische Limitierung, aber die Lichtstreuung und Dichte eines Mediums begrenzen unsere Sicht. Das habe ich hier einmal versucht zu veranschaulichen. Wir sehen jetzt, die eine Figur steht auf dem Berg, da ist keine Wolke vor den Sternen, deswegen kann unser Bergsteiger hier die Sterne sehen, während der Wanderer unten im Tal durch die Wolke die Sterne nicht sehen kann. Gleichzeitig sammelt sich unten am Boden die dicke Luft, die dann durch Dichte und Lichtstreuung am Boden verhindert, dass unser Wanderer auch den Baum sehen kann, während der Bergsteiger die meiste Zeit erstmal durch die dünne Luft guckt und deswegen ein bisschen weiter schauen kann. Dann habe ich mir einmal das Thema mit den Vergrößerungsgläsern, Teleskopen, Mikroskopen angeschaut, wie das funktioniert. Haben wir hier oben einmal ein Teleskop abgebildet, das Objektiv, das vom Körper wegschaut, und das Okular, das am Auge dann quasi zum Reinschauen dient. Und da sehen wir jetzt ganz links, kommt jetzt etwas im 7-Grad-Winkel auf das Objektiv und wird durch die Konstruktion in einem 42-Grad-Winkel
ins Auge reflektiert. Dadurch entsteht eine Vergrößerung um das 6-fache. Dann schauen wir uns einmal an, ob wir das Ganze hier beweisen können anhand von Experimenten und Logik. Ja, das war's auch schon. Ziemlich eindeutig, dass wir hier durch Zoomen etwas, das verschwunden ist, wieder hinterm Horizont sozusagen hervorholen können. Würde es sich hier um eine reale Krümmung handeln, wäre eine Krümmung natürlich ein physikalisches Hindernis. Das heißt, wir könnten, egal ob wir Zoom-Funktionen verwenden oder nicht, es wäre unmöglich, jetzt diese Ente hinter dieser Krümmung wieder hervorzuholen. Dafür müssten wir uns in eine höhere Perspektive begeben. Also wir müssten ja irgendwo hochklettern, aufsteigen, wie auch immer. So wie ich das jetzt hier geschrieben habe, eine Ente hinter einer Krümmung könnte man mit Zoom nicht hervorholen. Das ist physikalisch und logisch unmöglich. Das wäre so, als ob man um eine Ecke schauen könnte. Kompletter Quatsch, das wird ja auch keiner behaupten. Das bedeutet, es muss sich um ein optisches Phänomen handeln und nicht um eine physikalische Begrenzung, also eine Krümmung. Wir können also ganz klar sagen, Horizont ist optisch und nicht physikalisch und somit können wir auch hier ganz klar sagen, widerlegt. Dann das Thema Mond, Mondzyklen und Schattenwurf. Mir hat man das damals noch so beigebracht. Ich weiß nicht, was für Lügen man da heutzutage erzählt. Zu meiner Zeit hat es immer geheißen, der Schatten auf dem Mond entsteht, weil die Sonne auf die Erde scheint und die Erde dann entsprechend auf dem Mond den entsprechenden Teil verdeckt. Und dann habe ich einmal so verschiedene Mondstadien versucht aufzumalen. Und da sehen wir ganz klar, in den ersten 3 Formen funktioniert das nicht. Eine Kugel kann keinen invertierten Sichelschatten werfen und auch einen geraden Schatten kann eine Kugel nicht werfen. Eine Kugel hat keine geraden Kanten. Das ist absolut unmöglich. Dann habe ich mir überlegt, na gut, vielleicht ist das ja ähnlich wie bei dem Flache-Erde-Modell, dass das einfach mit Perspektive zu tun hat. Und auch hier ist es eher auszuschließen. Das können wir jetzt einmal sehen, weil die Sonne würde auf die Erde strahlen und den dahinterliegenden Mond, der ja auch nur 1/4 so groß sein soll wie die Erde, überwiegend verdecken. Also die Erde würde tatsächlich diesen Mond verdecken. Deswegen haben wir auch diese Idee, dass die Schatten auf dem Mond durch die Erde entstehen. Ist auch ein bisschen merkwürdig, weil wir Sonne und Mond teilweise gleichzeitig am Himmel beobachten können. Da gibt's auch ganz klare Beweisvideos und Bilder. Wenn wir uns jetzt also überlegen, der Mond wäre jetzt ja also nicht von der Erde verdeckt im unteren Bild und die Sonne würde dort drauf scheinen, da würde von der Erde aus das Ganze aber nicht wie ein Vollmond aussehen, sondern wir hätten so 'n Dreiviertelmond wahrscheinlich, also noch 'n deutlichen Anteil schwarz. Das wäre perspektivisch hier durchaus fragwürdig. Dann gibt es dieses lustige Argument immer wieder mit dem gespiegelten Mond in Australien. Das würde ja auf einer flachen Erde gar keinen Sinn machen. Ich habe jetzt hier noch mal die New Standard Map of the World von Gleason von ungefähr 1800 eingeblendet. Der orangene Pfeil ist Australien, der blaue Pfeil ist Europa und dazwischen fliegt jetzt der Mond, natürlich dargestellt als dieser Smiley, damit wir uns das besser vorstellen können.
Das habe ich dann rechts noch mal versucht, besser darzustellen. Also Australien sieht zuerst die Augen und die Stirn, also den Mond über Kopf, und Europa sieht zuerst Mund und Zunge. Das flache Erde-Modell funktioniert hier ganz klar. Das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern tatsächlich logisch erklärbar. Dann dachte ich mir, das reicht mir aber noch nicht. Ich möchte hier selber mal so ein Experiment aufziehen in Eigenregie und habe mir einfach mal eine Kugel genommen, habe die da an einer Halterung positioniert und sie mit einer Taschenlampe beschienen. Kein großes Experiment, das kann jeder nachmachen, ganz simpel. Und habe mal geguckt, stimmt denn das mit den Mondzyklen und dem Schattenwurf überein? Und dann sehen wir ganz klar, wenn wir uns zwischen Mond und Sonne befinden, das kann man hier noch mal sehen, ja, wenn ich jetzt auf dem Sofa sitzen würde und das Licht nicht blockiere, dann würde ich ganz klar von unten einen Vollmond sehen. Ich würde hier sehen, dass alle Phänomene zutreffen. Ich habe einen invertierten Sichelschatten, ich habe einen Halbmond und ich habe einen Sichelmond. Ja, meine Taschenlampe hat hier leider eine sehr ungleiche Leuchtkraft im Gegensatz zur Sonne, deswegen sieht man auf dem linken Bild hier jetzt natürlich so verschiedene Abstufungen. Finde ich aber auch ganz interessant. Ist ja kein Widerspruch. So, dann Sonnenfinsternis. Ist das erklärbar, auch durch Perspektive, wenn Mond und Sonne nah genug beieinander sind, dass wir sie sehen können und nicht weit genug auseinander? Dann sehen wir eine Sonnenfinsternis. Sind die zu weit auseinander, dann sehen wir nur den Mond und nicht die Sonne, also kann auch keine Sonnenfinsternis stattfinden. Also in der Theorie funktioniert das. Also Thema Mond, Schatten im Kugelmodell sind mindestens mal fragwürdig. Für dieses flache Erde-Modell haut das tatsächlich alles hin. Somit können wir hier zumindest feststellen, dass die Erklärungen vom Mond im heliozentrischen Weltbild mindestens mal fragwürdig sind. 7. Reisen durchs Vakuum. Da gibt es auch ein schönes Experiment, das ich gefunden habe. Und zwar ist der Versuchsaufbau, dass man hier eine Spritze an Fäden innerhalb einer Vakuumkammer angebracht hat, die man per Knopfdruck quasi dazu bringt, Gas ausströmen zu lassen, das sich innerhalb der Spritze befindet. This is supposed to be an experiment that proves that rockets can propel in a vacuum. Now, at first glance, it's kind of convincing. But why don't we actually pay attention to what's really going on? Look at how what is being propelled out of the syringe, the rocket fuel, it's being propelled out of the syringe, and the syringe does not move at all until it hits the medium, which is the wall itself. Now, here's the thing. If you're in the void of outer space, there is no container. There is no wall. So if you're in a rocket in outer space and you're pushing fuel out of the back of the rocket, no matter how much fuel and how quickly that fuel is dispensed out of the back of the rocket, if it does not have a medium to push off of, then it cannot push itself forward. And you can see this happening in this video. Pay attention. The syringe does not move until the air comes into contact with the wall, which is a medium, which means it is not pushing itself in a vacuum, it's pushing itself off of a medium. But this is what they do. They twist the truth. They put the truth right in front of your face and they twist it and they deceive you. But this video was made for entertainment purposes only. Ja, was wir sehen ist, dass kein Schub direkt beim Austritt des Gases erfolgt, was ja entgegen der Annahme in der Raumfahrt passieren müsste, wenn man mit einer Rakete durchs Vakuum fliegt, dass die sich quasi selber durch das austretende
Feuer am Antrieb quasi einem Vorschub gibt. Und das Experiment hier widerlegt das ganz klar. Hier wird scheinbar ein kleiner Container innerhalb der Spritze so erhitzt, dass er platzt und dieses Gas freigibt, deswegen der blaue Laser und die reflektierende Folie. Und ja, erst als das Gas ein zusammenhängendes Medium und somit einen Kontakt zwischen der Kammerwand und der Spritze herstellt, drückt sich diese in Folge ab. Ja, am Beispiel eines Skateboards kann man das sehr schön erkennen. Wir haben hier 3 Möglichkeiten, uns fortzubewegen. Unsere 3 Möglichkeiten sind, hier ist mir jetzt ein Fehler unterlaufen, es müsste hier natürlich bei 1 horizontales Abstoßen heißen. Also wir können uns horizontal mit dem Bein am Boden abstoßen. Wir können in die Vertikale springen mit dem Skateboard, wenn man ein bisschen geschickt ist und sich da unterhakt. Und wir können uns auch von einer Wand abstoßen. Das wäre hier der orangene Pfeil. Entscheiden wir uns dafür, nichts von diesen 3 Dingen zu tun, können wir uns nur mit etwas Schwung leicht hin und her auf der Stelle bewegen. Bei abrupten Bewegungen könnte es durchaus funktionieren, dass man sich wie so eine Raupe etwas fortbewegt, weil man da dann diese abrupte Bewegung ausnutzt. Man muss hier ganz klar sagen, das funktioniert aber alles nur, weil die Rollen des Skateboards oder alternativ eines Bürostuhls die Reibung zum Boden extrem minimieren. Würden wir jetzt natürlich einfach ohne dieses Skateboard an der Wand stehen und dann gegen die Wand drücken, ja, dann würde sich meistens unser Oberkörper eher einfach nur ein Stück in die entgegengesetzte Richtung beugen, aber wir würden uns ja nicht horizontal von der Wand wegbewegen. Dann das infantile Ballprinzip, damit sehe ich mich leider immer wieder konfrontiert, wenn man versucht, Leuten dieses Prinzip zu erklären. Dann sagen die, nee, eine Rakete, die schießt einfach ihr Feuer ins Vakuum und treibt sich selber an. Das ist halt wie wenn man einen Ball in den Raum wirft. Ja, was passiert denn, wenn man einen Ball in den Raum wirft? Der Körper stößt sich sozusagen vom Ball ab und der Ball stößt sich von der Luft ab. Nur weil Luft uns in der Regel unsichtbar erscheint, heißt dies nicht, dass sie nicht da ist. Und da kann man schon sehen, wie infantil viele Leute halt denken. Wenn ich nichts sehe, ist da nichts. Also man muss hier ganz klar sagen, wir befinden uns hier in unserer Atmosphäre mit Luft und Umgebungsdruck und Luft ist ein Medium. Vakuum ist kein Medium, da ist nichts, das ist luftleerer Raum. Durch die Masseträgheit der Luftpartikel entsteht eine Art unsichtbare Mauer, von der wir uns abstoßen. Wir machen uns Luft auch in vielfältiger Weise zu nutzen, zum Beispiel in Windrädern, Segelschiffen oder Fallschirmen. Wenn Luft nichts wäre, würde ein Fallschirm ja auch nicht funktionieren, dann würden wir einfach nur fallen, egal ob wir einen Fallschirm benutzen oder nicht. Segelschiffe würden sich nicht vorwärts bewegen und Windräder könnten keine Energie generieren. Luft mag unsichtbar sein, aber sie ist vorhanden und wenn du einen Ball in die Luft wirfst, deswegen auch je größer der Ball, mit einem Tischtennisball wirst du nicht so weit kommen, mit einem Medizinball, Basketball schon deutlich weiter. Da ist tatsächlich vor allen Dingen auch die Oberflächengröße entscheidend. Wir können also ganz klar sagen, Reisen durchs Vakuum ist absoluter Fake. Wir haben keine bekannte Antriebsart, die ohne Materie in der Lage ist, sich fortzubewegen. Letztes Thema: Raumzeit. Was ist Zeit? Wir alle kennen Meter, Kilo und Co. Der Urmeter, französisch Mètre des Archives, irgendwie so, ist ein 1799 in Paris eingeführter Platinstab, der als erste physische Verkörperung des Meters dient. Also man kann hier ganz klar sagen, man hat so ein Stück Platin genommen, hat gesagt, das ist jetzt ein Meter. Das hätte auch doppelt so groß sein können, halb so groß, 10-mal so groß. Das ist einfach nur eine Definitionsgröße, an der man sich orientiert hat, der Urmeter. Das gleiche hat man beim Urkilo gemacht. Das war ein Zylinder aus 90% Platin und 10% Iridium, der in Paris aufbewahrt wurde. Weiß nicht, ob es den heutzutage noch gibt. Und daran hat sich dann alles orientiert. Man hat also eine bestimmte Größe definiert
hat dann das alles multipliziert. Jedes Lineal, jeder Zollstock orientiert sich halt an diesem Urmeter. Das ist keine natürliche Größe. Es werden nicht Giraffen immer exakt 3 Meter groß. Sowas gibt's nicht in der Natur. Da wird alles unterschiedlich klein, groß. Ja, gut. Zeit. Auch Zeit ist eine Maßeinheit, um dem menschlichen Gehirn Bewegung erklärbar zu machen und Bewegung zu berechnen. Und das ist irgendwie etwas, das hat die Wissenschaft vollkommen verlernt oder aus den Augen verloren. Ich finde es immer sehr witzig, wie Zeit heutzutage als etwas Abstraktes wahrgenommen wird. Zeit ist eine Erfindung, keine Naturkonstante. Ein Sonnenzyklus ist ein Tag. Eine Stunde ist ein 24. eines Tages, eine Minute ist ein 60. einer Stunde und eine Sekunde ist ein 60. einer Minute. Ein Jahr entspricht dem Zyklus der Sonne von einer Sonnenwende zur nächsten. Also Sommersonnenwende zu Sommersonnenwende oder Wintersonnenwende zu Wintersonnenwende. Das sind Naturzyklen, die wir definiert haben als Tag und Jahr, und Stunde, Minute, Sekunde sind einfach nur Abstufungen des Tages, der Zeiteinheit Tag, des Naturzyklus, Sonnenzyklus Tag. Mittlerweile gibt es für die Sekunde eine fest definierte Schwingungsdauer von Cäsium 133 Atomen, weil man das halt ganz präzise machen wollte. Das heißt, auch hier orientiert man sich an einem konstanten Phänomen aus der Natur. Zeit ist also ein Vergleich mit Naturzyklen. Nehmen wir jetzt ein Auto mit 100 km/h, das fährt mit 100 km/h und wir wissen, ein Tag hat 24 Stunden, eine Stunde ist ein 24. davon, ja, also dieses eine Haar ist ein 24. eines Tages. Der Vergleich: ein Auto, welches mit 100 km/h fährt, fährt eine definierte Strecke von 100.000 Urmetern in dem Zeitraum, in dem die Sonne ein 24. ihres täglichen Zyklus vollzieht. Es ist einfach nur ein Vergleich, um für uns Bewegung irgendwie vergleichbar und erklärbar zu machen. Zeitmaschinen. Im Prinzip haben wir damit auch schon Zeitmaschinen längst erfunden, denn alles, was festgehalten wird, jeder Moment, der festgehalten wird, jeder Gedanke, jedes Bild, jeder Ton, jedes Video, ja, das Bild und Ton kombiniert, ist im Prinzip eine Zeitmaschine in die Vergangenheit, geben uns einen Einblick in die Vergangenheit. Aber jeder Moment, jedes Wissen, jeder Gedanke, der nicht festgehalten wurde, ist für immer verloren. Das heißt, ein Fotoapparat und selbst Schreibzeug, also wenn ich einen Gedanken habe und diesen aufschreibe, kann man das im Prinzip auch schon wie eine Art Zeitmaschine werten, denn dieser Gedanke ist jetzt so lange festgehalten, wie dieses Blatt Papier existiert. Ein Stück Vergangenheit, das aufbewahrt wurde. Fotos und Ton- und Videoaufnahmen sind natürlich noch viel eindrucksvoller. Was heißt das für die Zukunft? Alles, was Mobilität über das körperliche Maß hinaus beschleunigt, ist im Prinzip eine Zeitmaschine, die uns in die Zukunft befördert. Nehmen wir jetzt hier einmal an, ein Pärchen, ein Mann, der am Krückstock geht, war mit seiner Frau in der Stadt einkaufen. Die Frau hat ihn leider vergessen, ist schon mal nach Hause gefahren und findet da jetzt irgendwas vor, was interessant ist, ruft ihn an per Telefon und sagt: Du glaubst nicht, was dich erwarten wird, wenn du in Zukunft hier ankommst. Ja, sie weiß das schon, er weiß das noch nicht, weil sie die Zeitmaschine in die Zukunft benutzt hat. Klingt alles ein bisschen langweilig vielleicht, aber im Prinzip, wenn man Zeit als Einheit betrachtet, nicht als abstrakt, dann ist das so. Zeit ist nicht abstrakt, es ist Bewegung. Es gibt nur das Hier und Jetzt und alles ist permanent in Bewegung. Jetzt gerade in diesem Moment die Sonne, der Wind, der Mensch, die Tiere, selbst die kleinsten Teilchen. Auch wenn wir schlafen, atmen wir haben einen Atemrhythmus, der auch im Schlaf weiter funktioniert. Also nichts erstarrt. Dann haben wir biochemische Prozesse, die uns altern lassen und die interessieren sich nicht für Bewegung oder Beschleunigung. Das heißt, auch wenn du mit einer Rakete ins Weltall fliegst,
wie das so gerne genommen wird von Albert Einstein, dann alterst du genauso schnell wie jemand auf der Erde. Das ist Fakt, weil das Ganze an biochemische Prozesse gebunden ist und nicht an Bewegung oder Beschleunigung. Zeit vergeht nicht anders, da Zeit nicht existiert. Einsteins Relativitätstheorie kann man getrost beiseite legen. Warum ist denn das so? Was Einstein hier festgestellt hat, ist, dass wenn man Menschen, die sich unterschiedlich schnell bewegen, vergleicht, diese in ihrer Bewegung eine unterschiedliche Relation zueinander aufweisen, was der reinen Logik von Zeit als Maßeinheit bedingt. Das heißt, er hat das natürlich komplett richtig festgestellt, aber er hat Zeit als etwas Abstraktes begriffen und nicht als etwas, das einfach nur Bewegung misst. Die Raumzeit, können wir ganz klar sagen, keine Gravitation bedeutet keine Raumkrümmung, keine Zeit bedeutet auch keine Raumzeit. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket. Doch alles in der Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch, mein Begehren kann niemand verwehren. Es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Drum will ich auf immer Den Sorgen entsagen, und will mich auch nimmer. mit Willen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei. Die Gedanken sind frei.